Manche Momente definieren eine Epoche. Manche Menschen werden zu einem leuchtenden Symbol des Mutes, das alle Generationen überdauert. Ein Name steht in Deutschland für den unerschütterlichen Widerstand gegen die dunkelste Zeit der Geschichte, Sophie Scholl. Wie kann eine junge Studentin, die nur 21 Jahre alt wurde, eine solche Welle der Inspiration auslösen? Tauchen wir ein in das kurze, aber intensive Leben einer Frau, deren Handlungen mehr bewirkten als Armeen. Ihre Geschichte ist eine direkte Herausforderung an das kollektive Schweigen. Sophie Scholl wurde am 9. Mai 1921 in Forchtenberg geboren. Sie wuchs in einer politisch bewussten, bürgerlichen Familie auf. Ihr Vater, Robert Scholl, war Bürgermeister und ein Mann, der offen seine Ablehnung des aufkeimenden Nationalsozialismus äußerte. Ihre Kindheit war zunächst geprägt von einer gewissen Normalität, doch mit der Machtergreifung Hitlers im Jahr 1933 begann sich die Welt um sie herum zu verändern. Wie viele junge Menschen trat Sophie, begeistert von der Gemeinschaft und der Ideologie, dem Bund Deutscher Mädel, BDM, bei, der weiblichen Sektion der Hitlerjugend. Dieses frühe Engagement zeugt nicht von blinder Loyalität, sondern von der menschlichen Neigung, Teil einer großen, scheinbar positiven Bewegung sein zu wollen. Ihre anfängliche Begeisterung war ein Spiegelbild der nationalen Verführung, doch sie sollte schnell lernen, dass Uniformität niemals Freiheit bedeutet. Doch Sophies kritischer Geist ließ sich nicht lange täuschen. Die Verhaftungen ihres Vaters wegen kritischer Äußerungen und die zunehmende Repression gegen jüdische Bürger und Regimegegner öffneten ihr die Augen. Sie begann, Fragen zu stellen, die im nationalsozialistischen Deutschland lebensgefährlich waren. Der Wendepunkt kam während ihrer Zeit an der Universität München, wo sie Biologie und Philosophie studierte. Dort traf sie auf Gleichgesinnte, darunter ihren älteren Bruder Hans Scholl und Alexander Schmorell, die alle ähnliche Zweifel und Ängste teilten. Aus diesen Gesprächen und der tiefen moralischen Empörung über die Kriegsgräuel und die Vernichtungspolitik entstand die Weiße Rose. Die intellektuelle Basis dieses Widerstands war die tiefgehende Lektüre verbotener Philosophen und Dichter, die ihre Gruppe im Geheimen pflegte. Sie suchten in den Werken von Augustinus und Laze nach der moralischen Rechtfertigung für zivilen Ungehorsam. Die Weiße Rose war keine militärische Organisation, sondern eine Gruppe von Studenten, die sich dem geistigen Widerstand verschrieben hatten. Ihre Waffe war das Flugblatt bedruckte Papierbögen, die zur Sabotage, zur Kritik am Regime und zum passiven Widerstand aufriefen. Sie forderten die deutsche Bevölkerung auf, die Verbrechen des NS-Regimes nicht länger schweigend hinzunehmen. Sophies Rolle in dieser Gruppe war von unschätzbarem Wert. Zunächst zögerlich, entwickelte sie schnell einen tiefen Überzeugungsmut. Sie war die logistische Seele der Operation. Sie nutzte ihre Fähigkeit, unauffällig zu erscheinen, um die Flugblätter in München und darüber hinaus zu verbreiten. Als Frau wurde sie seltener verdächtigt, an solch subversiven Aktivitäten beteiligt zu sein, was ihr einen strategischen Vorteil verschaffte. Ihre Handschrift zierte oft die Umschläge, in denen die Botschaften verschickt wurden, eine winzige Spur ihres Engagements. Sophies privates Leben war untrennbar mit ihrem politischen Handeln verbunden. Sie war eine tief denkende, sensible junge Frau, die Literatur, Kunst und die Natur liebte. Sie führte einen intensiven Briefwechsel mit ihrem langjährigen Freund Fritz Hartnagel, einem Offizier an der Ostfront. Diese Briefe enthüllen eine innere Zerrissenheit, die Sehnsucht nach einem normalen Leben, die Liebe zur Menschheit und die erschreckende Erkenntnis der Notwendigkeit, moralisch zu handeln, auch wenn es das eigene Leben kostete. Sie fand Trost und Stärke im christlichen Glauben und in der Philosophie, die ihr die ethische Grundlage für ihren Widerstand lieferte. Ihre innere Haltung war nicht von Hass, sondern von einem tiefen Gerechtigkeitssinn und der Liebe zur Freiheit geprägt. Sie verstand den Widerstand als eine spirituelle Verpflichtung, nicht nur als politische Opposition. Der Höhepunkt und das Ende der Geschichte der Weißen Rose fand am 18. Februar 1943 statt. Sophie und Hans brachten an diesem Tag die 6. Auflage ihrer Flugblätter in das Hauptgebäude der Münchner Universität. Sie legten Stapel in den Gängen aus und warfen einen letzten Stoß vom 3. Stock in den Lichthof. Sie wurden dabei von einem Hausmeister, der überzeugter Nationalsozialist war, beobachtet und denunziert. Innerhalb weniger Stunden wurden sie von der Gestapo verhaftet.
Die Verhöre waren brutal, aber Sophie zeigte eine bemerkenswerte Standhaftigkeit. Sie leugnete zunächst, um andere zu schützen, bekannte sich dann aber stolz zu ihren Taten, als sie erkannte, dass die Beweise erdrückend waren. Sophies größte Leistung war nicht nur der physische Widerstand, sondern die moralische Klarheit, die sie angesichts des Todes bewies. Ihr bekanntes Zitat aus der Gerichtsverhandlung: „Jemand musste ja schließlich damit anfangen. Was wir geschrieben und gesagt haben, denken ja so viele." Fasst ihren Mut perfekt zusammen. Sie und ihr Bruder Hans sowie Christoph Probst, ein weiteres Mitglied der Gruppe, wurden nur 4 Tage nach ihrer Verhaftung, am 22. Februar 1943, vom Volksgerichtshof unter Vorsitz des berüchtigten Roland Freisler zum Tode verurteilt und noch am selben Tag durch die Guillotine hingerichtet. Ihre Hinrichtung schockierte Deutschland, wenn auch die Informationen über die Weiße Rose vom Regime stark unterdrückt wurden. Die Brutalität des Verfahrens, die Tatsache, dass die Todesurteile nur Stunden nach dem Urteil vollstreckt wurden, zeigte die Panik und die Entschlossenheit des Regimes, jede Form von studentischem Aufstand sofort im Keim zu ersticken. Trotz der Unterdrückung fand das 6. Flugblatt seinen Weg aus München hinaus. Der Theologe Helmut Gollwitzer schmuggelte es nach Berlin und von dort gelangte es durch Umwege nach England. Dort wurde es von der Royal Air Force in Millionenauflage über Deutschland abgeworfen, wodurch Sophies Worte ironischerweise doch das deutsche Volk erreichten. Gab es an Sophies Handlungen kontroverse Aspekte? In der Tat. Ihre anfängliche Begeisterung für den BDM wird oft diskutiert, doch diese Episode zeigt eher die manipulative Kraft der Ideologie auf junge Gemüter und macht ihre spätere Abkehr umso bewundernswerter. Einige Historiker mögen argumentieren, dass die Flugblattaktionen nur einen marginalen Einfluss auf den Kriegsverlauf hatten, da das Regime sie schnell unterdrückte. Doch der wahre Wert ihres Widerstands liegt nicht in der militärischen oder politischen Wirksamkeit, sondern in der ethischen. In einer Zeit des totalen moralischen Versagens stand sie aufrecht und bewies, dass individueller Mut und das menschliche Gewissen unbezwingbar sind. Ihr Vermächtnis ist der Beweis, dass selbst in der größten Tyrannei die Möglichkeit besteht, Nein zu sagen. Das Vermächtnis von Sophie Scholl strahlt bis heute. Sie ist zu einem nationalen Symbol für den Widerstand, für Gewissensfreiheit und Zivilcourage geworden. Straßen, Schulen und Plätze sind nach ihr benannt. Ihre Geschichte, und die der Weißen Rose, ist fester Bestandteil des deutschen Geschichtsunterrichts und eine ständige Mahnung, wie fragil die Demokratie ist und wie wichtig es ist, wachsam zu bleiben. Ihre Worte und Taten inspirieren weiterhin Aktivisten und junge Menschen weltweit, die sich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung stellen. Sie zeigt, dass die größten Revolutionen oft von den stillsten, mutigsten Seelen angeführt werden, deren einzige Waffe die Wahrheit ist. Sophie Scholls Leben war kurz, aber ihre moralische Haltung ist ewig. Ihre Geschichte ist eine Herausforderung an uns alle. Was sind wir bereit zu riskieren, um für unsere Überzeugungen einzustehen, wenn die Umstände uns zwingen, eine Wahl zu treffen? Wie leicht geben wir unser Gewissen auf, um den Weg des geringsten Widerstands zu gehen? Die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen angesichts staatlicher Kriminalität bleibt durch Sophies Beispiel bis heute aktuell und drängend. Denken Sie einmal darüber nach, während Sie diesen Text hören: Wenn Sophie Scholl heute leben würde und die Ungerechtigkeiten unserer modernen Welt sehe, die Klimakrise, soziale Ungleichheit, politische Polarisierung, welche Art von Flugblatt würde sie heute verfassen? Und noch wichtiger, würden Sie es wagen, es zu verbreiten? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren. Hinterlassen Sie ein Like, wenn Sie glauben, dass Zivilcourage wichtiger denn je ist, und abonnieren Sie unseren Kanal, um mehr über die Helden zu erfahren, die die Geschichte geformt haben. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig.